In einer abgelegenen und weit entfernten Dorfgemeinschaft gab es ein verlassenes Haus auf einem düsteren Hügel. Seine lange und unbekannte Geschichte machte es mysteriös und beängstigend für die Einheimischen. Gerüchte und Legenden über dieses Haus kursierten und weckten die Neugierde vieler mutiger Menschen. Eines Tages beschloss eine Gruppe abenteuerlustiger Jugendlicher, die Wahrheit herauszufinden und das verlassene Haus zu erkunden. Sie waren darauf aus, die verborgenen Geheimnisse hinter diesem schaurigen Gebäude aufzudecken. Sie machten sich auf ihre aufregende Reise und waren mit starken Taschenlampen und Kameras ausgestattet, um ihre Erfahrungen zu dokumentieren. Sie erreichten das Haus spät in der Nacht, während der bleiche Mond über ihm leuchtete. Das Haus sah verlassen aus und war in Dunkelheit gehüllt. Sie beschlossen, hineinzugehen und die verlassenen Korridore zu erkunden, ohne zu wissen, was sie in den Tiefen erwartete. Kaum betraten sie das Haus, spürten sie die eisige Kälte, die sich in ihnen ausbreitete. Die Türen knarrten unheimlich und die Schatten bewegten sich in den dunklen Ecken. Die gruseligen Geräusche und geheimnisvollen Flüstern schienen von den Wänden zu kommen. Sie setzten ihre Erkundung des Hauses fort und fanden eine Treppe, die in den Keller führte. Der Keller schien noch mysteriöser und spannender zu sein. Überall lagen verstreut Knochen und zerbrochene Gefäße, was ihre Angst noch verstärkte. In den Tiefen des Kellers entdeckten sie einen verborgenen Eingang, der zu einem noch mysteriöseren Raum führte. Sie öffneten die Tür vorsichtig, und als sie den Raum betraten, wurden sie von einem grauenhaften Anblick geschockt. Der Raum war voller alter Gräber und Grabmäler. Die düstere Atmosphäre und der üble Geruch verstärkten ihre Angst. Sie befanden sich an einem Ort, an dem sie nicht sein sollten. Unter ihren Füßen waren die verschollenen Gräber der Dorfvorfahren. Inmitten dieser düsteren Gräber fühlten sie sich ängstlich und verstört. Die gruseligen Geräusche umgaben sie und sie wurden von schrecklichen Halluzinationen heimgesucht. Sie fragten sich, ob sie die bösen Geister, die unter diesen düsteren Gräbern lebten, gestört hatten. Sie begannen zu spüren, dass sie nicht allein in diesem schaurigen Haus waren. Plötzlich begannen die Lichter mysteriös zu flackern, zu erlöschen und sich wieder zu entzünden. Sie hörten leise Echogeräusche im Raum und die Gegenstände bewegten sich ohne erkennbaren Grund. Der Sturmwind nahm zu und schien vor Schmerz und Wut zu schreien. Die Jugendlichen wurden von einer mysteriösen und beängstigenden Gestalt am Ende des Raumes überrascht. Sie trug alte, verwitterte Kleidung und ihr Gesicht war von einer alten Maske verdeckt. Die Gestalt sprach mit einer schaurigen Stimme und drückte ihren Zorn und den Zorn der bösen Geister aus, die unter den Gräbern lebten. »Ihr wagt es, diese heiligen Gräber zu stören«, flüsterte die Gestalt mit einer beängstigenden Stimme. »Ich bin der letzte Wächter dieses verfluchten Ortes, und ihr werdet alle den Preis dafür zahlen, dass ihr die Grenzen überschritten habt.« Die Jugendlichen waren schockiert, als sich die gruselige Gestalt in wütende und wilde Geister verwandelte, die sie umzingelten und mit Rache bedrohten. Die bösen Geister begannen sich auf die Jugendlichen zuzubewegen, die verzweifelt schrien und versuchten zu entkommen. In diesem kritischen Moment blies ein starker Wind und die Türen öffneten sich mit Wucht, was einen hellen Lichtstrahl in den Raum ließ. Plötzlich verschwanden sich die bösen Geister von den Jugendlichen ab und flohen vor dem Licht. Eine geheimnisvolle Figur trat durch die offenen Türen und trat vor die verängstigten Jugendlichen. Die Figur, ein alter Mann mit einem langen weißen Bart und leuchtenden Augen, lächelte sanft. »Fürchtet euch nicht, meine Kinder«, sprach er mit einer beruhigenden Stimme. »Ich bin der Hüter dieses Hauses, und die bösen Geister fürchten das Licht der Wahrheit.« Die Jugendlichen fühlten sich von der Anwesenheit des alten Mannes beruhigt. Sie erzählten ihm von ihrem Wunsch, die Geheimnisse des Hauses zu entdecken. Der alte Mann nickte verständnisvoll und erklärte, dass das Haus eine Geschichte voller Tragik und Dunkelheit hatte. Er erzählte ihnen von einem alten Fluch, der auf dem Haus lastete. Vor vielen Jahrzehnten hatte ein mächtiger Zauberer das Haus bewohnt und dort dunkle Rituale durchgeführt. Die Dorfgemeinschaft
hatte den Zauberer verbannt und das Haus seitdem gemieden. Der Fluch hatte die Geister der Verstorbenen gefangen genommen und sie zu bösen Kreaturen gemacht, die nach Rache dürsteten. Der alte Mann erklärte den Jugendlichen, dass es eine Möglichkeit gab, den Fluch zu brechen und den Geistern Frieden zu bringen. Sie müssten die uralte Magie des Hauses wieder erwecken und die Geheimnisse des Zauberers enthüllen. Nur dann könnten die Geister in Frieden ruhen und das Haus von seinem düsteren Schicksal befreit werden. Die Jugendlichen, nun voller Entschlossenheit, stimmten zu, dem alten Mann bei der Befreiung des Hauses zu helfen. Mit seiner Anleitung begannen sie, die Rätsel des Hauses zu lösen und die versteckten Hinweise zu finden. Sie lernten alte Zauberformeln und führten heilige Rituale durch, um die Macht des Fluches zu schwächen. Während ihrer Suche nach der Wahrheit und dem Kampf gegen die Dunkelheit erlebten die Jugendlichen viele gefährliche und beängstigende Momente. Sie wurden von den bösen Geistern bedroht und mussten ihre Ängste überwinden. Aber sie gaben nicht auf und kämpften tapfer weiter. Schließlich, nach vielen Tagen und Nächten der Anstrengung, gelang es den Jugendlichen, die letzte Aufgabe zu erfüllen und den Fluch zu brechen. Ein strahlendes Licht erfüllte das Haus und die bösen Geister wurden von einem sanften Windhauch weggetragen. Das Haus fühlte sich plötzlich friedlich und beruhigt an. Der alte Mann, der sich als ehemaliger Schüler des verbannten Zauberers offenbarte, dankte den Jugendlichen für ihren Mut und ihre Entschlossenheit. Das Haus war nun von seinem düsteren Schicksal befreit und die Geister konnten endlich in Frieden ruhen. Die Jugendlichen kehrten in ihre Dorfgemeinschaft zurück und erzählten von ihren Abenteuern im verlassenen Haus. Die Menschen waren beeindruckt von ihrer Tapferkeit und dankbar, dass sie den Fluch gebrochen hatten. Das verlassene Haus auf dem düsteren Hügel wurde zu einer Legende in der Geschichte des Dorfes. Es wurde zu einem Symbol für Mut und Entschlossenheit und erinnerte die Menschen daran, dass das Licht der Wahrheit immer die Dunkelheit besiegt. Nach ihrer furchterregenden Flucht aus dem verlassenen Haus lebten die mutigen jungen Leute in Angst und Schock. Albträume und beängstigende Visionen von bösen Geistern, die Rache an ihnen nehmen wollten, quälten sie. Die schrecklichen Erinnerungen verfolgten sie in jedem Moment, bis sie nicht mehr in Frieden leben konnten. Sie beschlossen, sich mit den Ältesten und Weisen im Dorf zu beraten, um Hilfe und Lösungen für dieses beängstigende Problem zu bekommen. Die Weisen hörten ihre Geschichte mit Erstaunen und Verwunderung und bildeten sofort ein Team, um dieses verlassene Haus und seine dunklen Gräber zu untersuchen. Das Team von Spezialforschern führte die Ermittler zum verlassenen Haus und begann ihre Untersuchungen. Sie benutzten Geistererkennungsgeräte und ihre eigenen Sensoren, um die Gräber und die bösen Geister unter der Erde zu erkunden. Was sie entdeckten, war schockierend. Das verlassene Haus wurde tatsächlich über einem Eingang zu einem alten und verlassenen Friedhof errichtet. Während das Haus durstige Rachegeister beherbergte, wurden die Gräber von mächtigeren und dunkleren bösen Mächten kontrolliert. Das Team kam zu dem Schluss, dass es alte magische Rituale gab, die in diesen Gräbern durchgeführt wurden, und dass die bösen Geister rekrutiert wurden, um dieses alte Geheimnis zu schützen und die dunklen Kräfte zu bewahren, die diesen Ort seit Jahrhunderten bewohnten. Das Forscherteam beschloss, einen Weg zu finden, um diese bösen Geister zu beruhigen und den schrecklichen Fluch, der auf dem Haus und den Gräbern lag, zu beenden. Sie studierten die alten Rituale und handhabten die dunklen Kräfte äußerst vorsichtig. Tage voller harter Arbeit und intensiver Konzentration vergingen, bis das Team die Ursache für den Fluch dieses schrecklichen Ortes identifizieren konnte. Sie führten ein starkes Reinigungsritual durch und verwendeten heilige Worte und magische Werkzeuge, um die Geister zu beruhigen und den Frieden im Friedhof und im verlassenen Haus wiederherzustellen. Sobald sie das Ritual beendet hatten, bemerkte das Team eine große Veränderung in der Atmosphäre. Die beängstigenden Flüstern und Geisterstimmen verschwanden und Ruhe und Gelassenheit kehrten an den Ort zurück.
Sie fühlten sich erleichtert und beruhigt, als sie sicherstellten, dass der Fluch aufgehoben und die bösen Geister befreit waren. Sie bedankten sich bei den Ältesten und Weisen für ihre Hilfe und Anleitung und kehrten in das Dorf zurück, wo sie von den Bewohnern mit Lob und Respekt empfangen wurden. Sie wurden zu Helden in den Augen der Menschen, die sich wieder sicher und beruhigt fühlten. Die mutigen jungen Leute haben aus dieser schrecklichen Erfahrung gelernt, dass sie vorsichtig sein müssen, wenn sie verlassene und dunkle Orte erkunden, und dass sie die verborgenen Kräfte und Geister respektieren müssen. Sie ließen diese Erfahrung hinter sich, aber sie wird in ihrer Erinnerung als starke Erinnerung an die Bedeutung von Vorsicht und Respekt im Umgang mit den Welten der Dunkelheit bleiben. Es ist eine aufregende und gleichzeitig beängstigende Geschichte, in der die mutigen jungen Leute mit bösen Geistern und dunklen Kräften umgehen. Am Ende jedoch brachten sie Frieden und Ruhe an den verlassenen Ort zurück und brachten die Geister in einen Zustand der Ruhe. Nachdem das Forscherteam das Problem im verlassenen Haus und den dunklen Gräbern gelöst hatte, beschlossen sie, zu ihrem normalen Leben zurückzukehren. Sie verließen das Dorf und kehrten in ihre Häuser zurück, aber sie vergaßen niemals dieses schreckliche Erlebnis. Die tapferen jungen Leute versammelten sich später, um ihre schaurigen Geschichten und Erfahrungen zu teilen. Sie beschlossen, immer ein Team zu bilden, um sich den verborgenen Kräften und bösen Geistern zu stellen und die Sicherheit der Dörfer und Gemeinden vor diesen übernatürlichen Phänomenen zu gewährleisten. Das Team wurde in der Dorfgemeinschaft und den umliegenden Gebieten berühmt. Sie erhielten zahlreiche Anrufe, um mysteriöse Fälle und seltsame Ereignisse zu untersuchen. Sie gingen mit Vorsicht und Geschicklichkeit mit diesen Fällen um und nutzten ihr erlangtes Wissen und ihre Techniken, um mit den verborgenen Bedrohungen umzugehen. Sie kämpften gegen böse Geister in den verlassenen Gräbern und handhabten verfluchte Orte und Spukhäuser. Sie suchten nach Beweisen und Details, die auf übernatürliche Kräfte hinwiesen, und arbeiteten daran, Flüche aufzuheben und die aufgewühlten Geister zu beruhigen. Das Team widmete sich auch der Aufklärung der lokalen Bevölkerung über übernatürliche Kräfte und böse Geister. Sie veranstalteten Vorträge und Workshops, um die Menschen über die Gefahren unverantwortlicher Erkundungen und den richtigen Umgang mit den verborgenen Welten aufzuklären. Das Forscherteam wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Schutzes in der Region. Sie erhielten viel Dankbarkeit und Anerkennung von den Einheimischen, die dank ihrer Bemühungen Sicherheit und Frieden wiedererlangten. Die lokalen Behörden ehrten sie und würdigten sie bei einer offiziellen Zeremonie. Im Laufe der Jahre erweiterte sich die Mission des Forscherteams und sie knüpften Beziehungen zu einem weitläufigen Netzwerk von Forschern und Experten für übernatürliche Angelegenheiten. Sie arbeiteten gemeinsam daran, Gemeinschaften vor versteckten Gefahren zu schützen und mysteriöse Fälle im ganzen Land zu untersuchen. Auf diese Weise setzte das Forscherteam seine Reise fort, um sich den verborgenen Kräften und bösen Geistern zu stellen und Gemeinschaften zu schützen. Sie arbeiten kontinuierlich daran, die Wahrheit aufzudecken und Sicherheit und Frieden für die Menschen im ganzen Land zu gewährleisten. Nach Jahren harter Arbeit und aufregender Abenteuer begannen die Mitglieder des Forscherteams, Erschöpfung zu spüren und die Notwendigkeit einer Pause zu verspüren. Sie beschlossen, Urlaub zu nehmen und einige Zeit in einem ruhigen Resort fernab von übernatürlichen Aufgaben zu verbringen. Sie kamen in einem schönen Bergresort an, das von einer atemberaubenden Natur umgeben war. Der Ort war ruhig und ideal zum Entspannen und Auftanken. Sie buchten geräumige Holzhäuser mitten im Wald und bereiteten sich darauf vor, ruhige Tage zu genießen. Aber trotz ihres Wunsches nach Entspannung spürten sie immer noch die Aufregung der Entdeckung und des Abenteuers. Sie beschlossen, eine kurze Erkundungstour in der Umgebung des Resorts zu unternehmen. Während ihres Ausflugs entdeckten sie ein altes, verlassenes Tor, das zu einer dunklen Höhle führte. Sie beschlossen, es zu untersuchen und herauszufinden, was sich darin verbarg. Sie betraten die Höhle vorsichtig und mit großer Begeisterung, aber sie waren nicht auf das vorbereitet, was sie erwartete. Sie entdeckten, dass die Höhle übernatürliche und wilde Kreaturen beherbergte. Es waren furchterregende und beängstigende Monster, die übernatürliche Kräfte besaßen, die nicht erklärt werden konnten. Das Forscherteam hatte nur wenige Minuten Zeit, um sich zu verteidigen und gegen diese schrecklichen Kreaturen anzukämpfen.
Eine gewaltige Schlacht entbrannte in der dunklen Höhle. Schreckliche Geräusche und starke Angriffe vermischten sich miteinander. Dennoch verloren die Mitglieder des Forscherteams nicht den Mut und die Tapferkeit. Sie nutzten all ihre Fähigkeiten und Erfahrungen im Umgang mit Bösewichten und übernatürlichen Kräften. Nach einem heftigen Kampf gelang es dem Team, die Kreaturen zu besiegen und die Höhle zu säubern. Sie beeindruckten alle mit ihrem Mut und ihrer Fähigkeit, schwierigen Herausforderungen standzuhalten. Sie verließen die Höhle erschöpft, aber voller Erfolg und Ausdauer. Das Forscherteam kehrte zum Resort zurück und beschloss, neue Mitglieder in ihr Team aufzunehmen. Sie wählten mutige Menschen aus, die sich für übernatürliche Angelegenheiten interessierten, um sich ihnen in zukünftigen Abenteuern anzuschließen. Und so begannen neue Abenteuer und weitere Herausforderungen für das Forscherteam. Sie setzten ihre Mission fort, die Menschen vor verborgenen Kräften und bösen Geistern zu schützen. Mit der Zeit erweiterte sich ihr Netzwerk und sie arbeiteten mit internationalen Organisationen zusammen, die sich mit übernatürlichen Angelegenheiten befassten. Das Forscherteam lernte mehr über übernatürliche Kräfte und Dimensionen und entdeckte neue Informationen und fortgeschrittene Techniken, um Bedrohungen zu bekämpfen. Sie entwickelten ihre eigenen speziellen Werkzeuge und Geräte, um übernatürliche Wesen aufzuspüren und zu analysieren. Im Laufe der Zeit wurde das Forscherteam als eine der führenden Organisationen auf dem Gebiet übernatürlicher Angelegenheiten weltweit anerkannt. Sie wurden zu Untersuchungen mysteriöser und beängstigender Fälle in verschiedenen Ländern herbeigerufen. Was das Forscherteam einzigartig machte, war das Gleichgewicht zwischen Wissen, Technologie und Tapferkeit. Sie arbeiteten immer hart und intelligent, um Herausforderungen zu überwinden und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Mit jeder neuen Mission gewann das Forscherteam neue Erfahrungen und verfeinerte seine Fähigkeiten. Sie lernten, dass Zusammenarbeit und Vertrauen unter den Teammitgliedern der Schlüssel zum Erfolg in ihren schwierigen Aufgaben waren. Und so setzte das Forscherteam seinen Kampf gegen übernatürliche Kräfte und böse Geister fort, um die Welt vor übernatürlichen Gefahren zu schützen. Sie arbeiteten im Verborgenen, um das Unbekannte zu erforschen und Antworten auf die Geheimnisse des Übernatürlichen zu finden. Ihr Einsatz und ihre Entschlossenheit waren unerschütterlich und sie waren bereit, sich jeder Herausforderung zu stellen, um die Menschheit zu schützen. Das Forscherteam wurde zu Helden und Vorbildern für viele, die an die Existenz des Übernatürlichen glaubten. Sie inspirierten andere, ihre Leidenschaft für das Unbekannte zu entdecken und sich für die Erforschung und Bekämpfung übernatürlicher Phänomene einzusetzen. Trotz der vielen Gefahren und Opfer, die sie auf ihrem Weg erlebt hatten, gaben die Mitglieder des Forscherteams niemals auf. Sie wussten, dass ihre Arbeit von großer Bedeutung war und dass die Welt auf ihr Engagement angewiesen war. Mit der Zeit änderte sich die Wahrnehmung der Gesellschaft gegenüber dem Übernatürlichen. Es wurde allgemein akzeptiert, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als die Menschen sich vorstellen können. Das Forscherteam spielte eine bedeutende Rolle bei der Aufklärung der Öffentlichkeit und der Schaffung eines Verständnisses für die unerklärlichen Phänomene, die die Welt umgeben. Das Forscherteam erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen für ihre Tapferkeit und ihre wissenschaftlichen Beiträge auf dem Gebiet des Übernatürlichen. Sie wurden zu internationalen Konferenzen eingeladen, um ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zu teilen und mit anderen Experten zusammenzuarbeiten. Trotz ihres Erfolgs und ihrer Anerkennung blieben die Mitglieder des Forscherteams demütig und bodenständig. Sie wussten, dass ihre Arbeit niemals abgeschlossen sein würde, da das Übernatürliche immer neue Geheimnisse offenbarte. Und so setzte das Forscherteam seine Mission fort, immer bereit, in die dunkelsten Ecken der Welt vorzudringen und das Licht der Wahrheit zu entfachen. Sie waren die Hüter des Übernatürlichen, diejenigen, die sich den Schatten entgegenstellten und das Unbekannte erkundeten. Das Forscherteam hinterließ ein bleibendes Erbe, das weit über ihre eigene Zeit hinausreichte. Generationen von Wissenschaftlern und Abenteurern wurden von ihrer Geschichte inspiriert und verfolgten ihre Fußstapfen, um die Geheimnisse des Übernatürlichen weiter zu erforschen.
Und so bleibt das Forscherteam für immer in den Herzen und Köpfen der Menschen verankert, die an die Magie und die unerklärlichen Phänomene des Lebens glauben. Ihre Geschichte lebt weiter, während neue Geschichten von Mut und Entdeckung geschrieben werden. Während der Ermittlungen entdeckte das Team, dass die von der Zelle verwendete übernatürliche Kraft aus einem alten magischen Kristall stammte. Der Kristall war nur ein kleiner Teil von magischen Experimenten, die die Zelle geplant hatte, um die Welt zu beherrschen. Das Team befand sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, um den Kristall wiederzuerlangen und die Pläne der terroristischen Zelle zu vereiteln. Sie standen vor gefährlichen Herausforderungen und heftigen Kämpfen mit den Mitgliedern der Zelle, die die übernatürlichen Kräfte tödlich einsetzten. Dennoch nutzte das Forscherteam seinen Verstand und seine Zusammenarbeit, um Hindernisse zu überwinden und die Pläne der Zelle zu zerstören. Sie erlangten den Kristall zurück, verhafteten die Mitglieder der Zelle und retteten somit die Stadt vor dem Untergang. Nach dieser erfolgreichen Mission wurden das Forscherteam für ihre Bemühungen und Hingabe bei der Verteidigung der Gerechtigkeit und dem Schutz der Unschuldigen geehrt. Sie wurden zu einem Symbol der Hoffnung und Tapferkeit in der Welt und bewiesen, dass das Gute auch in Anwesenheit übernatürlicher Kräfte das Böse überwinden kann. Das Forscherteam setzte seine Reisen und zukünftigen Aufgaben fort, da die Welt weiterhin Bedrohungen durch verborgene Kräfte und Bösewichte konfrontiert. Sie leisteten Hilfe für internationale Organisationen bei der Bekämpfung übernatürlicher Verbrechen und dem Schutz der Menschen. Dank ihres Engagements und ihrer Opferbereitschaft wurde eine sicherere und stabilere Welt für alle geschaffen. Sie setzten ihr Training und die Entwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten fort, um zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. Neue Mitglieder wurden dem Forscherteam hinzugefügt und ihr Tätigkeitsbereich wurde auf mehr Länder und Regionen ausgeweitet. Sie wurden zu einem globalen Netzwerk von Superhelden, die der Gerechtigkeit gewidmet sind. Es wurden spezielle Ausbildungsschulen für das Forscherteam gegründet, um Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten zu unterrichten und ihre Kräfte zum Wohl einzusetzen. Diese Schulen wurden zu führenden Zentren für die Ausbildung von übernatürlichen Fähigkeiten. Es wurden Allianzen mit anderen Superheldenteams auf der ganzen Welt gebildet, um Informationen und Strategien zur Bekämpfung gemeinsamer Bedrohungen auszutauschen. Das Forscherteam stellte sicher, dass sie nicht alleine auf ihrer Reise waren, um die Welt sicher zu halten. Dank des Forscherteams und seiner fortwährenden Bemühungen verbesserte sich das Leben der Menschen und das Vertrauen in Regierungen und Organisationen in ihre Fähigkeit, übernatürliche Kriminalität zu bekämpfen, stieg. Im Laufe der Zeit wurden übernatürliche Kräfte zu einem Teil des täglichen Lebens der Menschen und wurden positiv eingesetzt, um anderen zu helfen und Fortschritt zu erzielen. So setzte das Forscherteam seine Abenteuer und Herausforderungen fort, bereit, jeder übernatürlichen Bedrohung entgegen. Das Forscherteam setzte seine Arbeit im Kampf gegen Bösewichte und übernatürliche Kräfte fort. Sie arbeiteten eng mit Regierungen und internationalen Organisationen zusammen, um neue Strategien zur Bewältigung von Bedrohungen zu entwickeln. Bei einer ihrer Missionen wurden sie mit einer mächtigen übernatürlichen Bedrohung konfrontiert. Ein böser Zauberer hatte das Land mit dunkler Magie überflutet und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Das Forscherteam stellte sich dem Zauberer entgegen und begann, seine Machenschaften zu untersuchen. Sie führten umfangreiche Recherchen durch und sammelten Informationen über den Zauberer und seine dunklen Rituale. Dabei stießen sie auf uralte Texte und Artefakte, die ihnen halfen, die Funktionsweise der dunklen Magie zu verstehen und Möglichkeiten zu finden, sie zu bekämpfen. Das Forscherteam bildete eine Strategie, um den Zauberer zu besiegen und die dunkle Magie zu neutralisieren. Sie sammelten Verbündete aus der magischen Gemeinschaft und bildeten eine Koalition, um ihre Kräfte zu bündeln und gegen den gemeinsamen Feind anzutreten. Der Kampf gegen den Zauberer war gefährlich und herausfordernd. Das Forscherteam musste sich mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten und seinem Wissen über Magie beweisen, um gegen die dunklen Kräfte anzukommen. Sie durchliefen gefährliche Schlachten und risikoreiche Situationen, aber ihre Entschlossenheit und ihr Zusammenhalt waren unerschütterlich.
Schließlich gelang es dem Forscherteam, den Zauberer in einem epischen Duell zu besiegen. Sie konnten die dunkle Magie neutralisieren und das Land von seinem bösen Einfluss befreien. Die Bevölkerung war erleichtert und dankbar für die Tapferkeit und den Einsatz des Forscherteams. Nach diesem Sieg wurde das Forscherteam als Helden gefeiert und erhielt Auszeichnungen für seinen Mut und seine Verdienste. Sie wurden zu Symbolen der Hoffnung und des Schutzes für die Menschen und inspirierten viele, sich gegen das Böse zu erheben. Das Forscherteam setzte seine Arbeit fort, um die Welt vor übernatürlichen Bedrohungen zu schützen. Sie wurden zu einer international anerkannten Einheit, die von Regierungen und Organisationen auf der ganzen Welt um Hilfe gebeten wurde. Sie bildeten neue Mitglieder aus und erweiterten ihre Fähigkeiten, um auf jede Art von Bedrohung vorbereitet zu sein. Das Forscherteam blieb stets an vorderster Front und kämpfte gegen das Böse, um Frieden und Sicherheit für alle zu gewährleisten. Dank ihrer unermüdlichen Bemühungen und Opferbereitschaft konnte das Forscherteam die Welt sicherer machen und das Vertrauen der Menschen in die Fähigkeit der Regierungen und Organisationen, übernatürliche Kriminalität zu bekämpfen, stärken. Sie wurden zu Legenden, deren Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben wurden.